Wir haben heute wieder einen neuen Nissan Z zu Gast für Software und das ist halt ein Modell, was wir so noch nicht gesehen haben, und zwar ein Sportmodell als Automatik. Und das Auto wollen wir euch gleich nach dem Intro nochmal genauer zeigen. Unterschiede zum Performance-Modell sind primär die Radreifenkombination. Die Performance-Modelle haben ja einen 19 Zoll Radsatz geschmiedet. Hier haben wir einen normalen 18 Zoll Radsatz gegossenes Aluminium und mit einer etwas kleineren Bereifung. Zweiter großer Unterschied ist die Bremsanlage. Die Performance-Modelle haben die Akebono-Bremsanlage mit 355er Scheibe. Hier haben wir eine kleinere Bremsanlage, die ja natürlich deutlich günstiger ist. So, dritter Unterschied ist die Aerodynamik. Wir haben an der Frontschürze fehlt unter der Stoßstange so eine Kunststofflippe, ja, Chin nennen die das bei Nissan, glaube ich. Blenden wir mal ein, wie das beim Performance-Modell aussieht. Und an der Heckklappe fehlt quasi dieser Kantenspoiler, der ist da komplett glatt. Jo, im Innenraum ist auch ein bisschen was anderes, das zeige ich euch jetzt. Innen hat sich auch ein bisschen was geändert, auch natürlich was günstiger, ist ja quasi die Einstiegsvariante. Wir haben jetzt die Stoffsitze, keine Ledersitze mehr. Es sind 6 Lautsprecher statt 8 Lautsprecher drin und das Display ist 8 Zoll und nicht 9 Zoll wie beim Performance-Modell. Wie gesagt, ist hier aber eine Automatik und das wird sich beim Fahren natürlich wahrscheinlich etwas positiver äußern. Unterm Auto hat sich aber auch noch was geändert und das gucken wir uns jetzt an. Nächster großer Unterschied, Sport gegenüber Performance-Modell, ist das nicht vorhandene Sperrdifferential an dem Modell jetzt hier. Das heißt, wir haben keine Sperrwirkung, also wirklich null. Hier ist keine Viskosperre drin und gar nichts. Das ist natürlich für schnelles Fahren suboptimal. Was die Performance-Modelle halt auch haben, solange es halt Automatik ist, ist diese Art der Abgasanlage. Das heißt, wir haben hinten quasi so einen kleinen querliegenden Endschalldämpfer und sonst nur Verrohrung. Ich sage immer, wenn ein Automatik oder andersrum, wenn ein Schalt-Z-Fahrer ein günstiges Upgrade sucht, was halt Klang angeht von der Abgasanlage, dann sollte er sich halt die Automatik-Auspuffanlage drunter schrauben, weil die ist klanglich deutlich besser tatsächlich als der Schalter. Können wir uns gleich nochmal anhören. Ja, ansonsten haben wir hier noch Unterschied Schalter zur Automatik. Eine getrennte Kardanwelle, eine Stahlkardanwelle, keine Carbon-Kardanwelle mehr und natürlich das große Getriebe, wo auch noch ein spezielles Z-Logo halt drauf ist. Das heißt, es ist wirklich halt ein Getriebe speziell für den neuen Z konstruiert. Ansonsten ist es für mich leider ein bisschen traurig, dass das Fahrzeug hat gerade mal 4000 Kilometer schon so gammelig hier ist an den Ecken. Ja, ihr seht das hier, die Roststellen am Schalldämpferanlage oder halt hier auch, da guckt überall schon so ein bisschen der Rost durch. Das sollte natürlich mit 4000 Kilometern nicht sein. Also meine Empfehlung, wenn ihr so ein Auto habt, direkt als erstes eine Versiegelung drunter knallen, damit sowas halt gar nicht passiert. Weil wie soll das Auto in 10 Jahren aussehen? Das wird eine Katastrophe, denke ich. Ja. Das sind die Unterschiede, Sport zu Performance, beziehungsweise halt auch Automatikunterschiede zum Schalter. Die anderen Sachen gucke ich mal, ob ich die einblende. Ansonsten guckt euch einfach das alte Video von mir an mit dem Performance-Modell Schalter. Und wir gehen jetzt erst auf den Leistungsprüfstand und dann machen wir die Software fertig.
Ja, leider so ein bisschen enttäuschend in der Eingangsmessung. Sehr unerwartet, wie ich finde, gegenüber den anderen schneidet das Fahrzeug jetzt echt schlecht ab. Das ist ja der erste Automatik, den wir hier auf dem Prüfstand haben. Drehmoment, ja, ist okay, natürlich aber auch nur wieder unten rum bei 2.500, 2.800 Umdrehungen. Und oben raus ein bisschen buckelig tatsächlich. Ja. Also das ist halt, ich habe mehrfach gemessen tatsächlich, es wird auch nicht wirklich viel besser. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Fahrzeug ist komplett serienmäßig, hat aber, muss ich dazu sagen, erst 4.300 Kilometer auf der Uhr. Hattet ihr ja vorhin schon erfahren. Ja, ich mache jetzt erstmal Basissoftware drauf und dann sprechen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, nach der ersten Auswertung konnte ich jetzt natürlich ein bisschen Leistung und Drehmoment rauskitzeln. Ja, gerade halt unten raus, ja, da wo immer diese riesengroße Delle halt ist, da bringt das natürlich richtig was. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen probieren, dass wir oben raus noch ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln können. Ich denke mal, wir werden von der Vorzündung noch ein bisschen Spielraum haben. Wenn das der Fall ist, ja, dann sprechen wir uns gleich nochmal wieder und machen nochmal eine Logfile-Auswertung. Aktuell stehen wir aber auf dem Level. Ja, geht schon ordentlich vorwärts und ich werde noch ein bisschen weiter programmieren. Okay. Also ich muss ja sagen, der neue Z mit Automatik hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob die alle so sind. Ich habe da aktuell noch zu wenig Erfahrung drin. Weil wir hatten lediglich eine Serienleistung von 382 PS und 558, 559 Newtonmeter. Drehmoment wie bei den anderen immer Bombe, keine Frage, allerdings halt auch in dem Bereich 2500 bis 3000 Umdrehungen, wo es, finde ich, nicht unbedingt angebracht ist, wo man es haben möchte. Klar, zum Kurzkicken und Durchbeschleunigen ist das ganz nett, aber ich hätte so in der Mitte irgendwo lieber das Drehmoment oder oben raus. Ja, Leistung, wie gesagt, keine Ahnung, woran es liegt. Fahrzeug hatte lediglich 4.300 Kilometer auf der Uhr. Kraftstoff war auch der richtige drin. Ich glaube, es war 98 Oktan drin. Also sollte eigentlich funktionieren. Keine Ahnung, warum der nicht die Serienleistung geschafft hat. Aber dafür sind wir ja auch da. Fahrzeug, wie gesagt, komplett Serienzustand, keine Modifikationen am Motor, Abgasanlage oder sonstiges. Und also bin ich halt rangegangen und habe die Software hier fertig optimiert, sodass wir jetzt auf 411 PS gekommen sind und 703 Newtonmeter. Drehmoment natürlich schon sehr Bombe. Ich habe halt auch, wie gesagt, wie bei den anderen neuen Sets halt diesen Dip in der Mitte, so bei 3.500 Umdrehungen halt auch rausprogrammiert bekommen. Und so, dass wir eine schöne Kurve, eine homogene Kurve haben. Ja? So im Vergleich jetzt bei 3.500 Umdrehungen haben wir jetzt, was sind da fast 80 PS mehr. Ja? Und Drehmoment haben wir ungefähr 150, 160 Newtonmeter mehr in dem Bereich. Rechne ich das jetzt richtig? Ja, ja ungefähr. Ja. Und kann ich aber euch nochmal einblenden. Das Diagramm seht ihr hier jetzt gerade. Und vom Ergebnis halt sehr schön. Der nächste Set steht in den Startlöchern und aktuell haben wir sogar 2 neue Sets da. Einer steht quasi jetzt hinter euch, wenn ihr so wollt, der eine neue große Brembo-Bremsanlage bekommt und der nächste auf dem Leistungsprüfstand. Gibt es natürlich auch wieder ein Video, ist wieder ein Schalter, wird das Ergebnis hoffentlich deutlich besser werden. Ja, ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ich sage bis zum nächsten, euer Tino. Ciao.